Moin und herzlich willkommen zu Grumpy Griller Barbecue Like Czorek. Beim Grillen mag ich Sachen, die etwas länger dauern und ein wenig aufwendiger sind, aber ich mag auch einfachere Sachen, die etwas schneller gehen. Hot Dogs finde ich richtig lecker, aber es geht noch besser mit Hard Bacon Dogs. Wie man die macht, zeige ich gleich, wenn ihr dran bleibt. Shut up and sit down. Für Hot Dogs brauchen wir natürlich Hotdog-Brötchen und die gekauften haben immer so eine bestimmte Größe. Die sind ja für die normale Anwendung ganz okay. Aber die Hard Bacon Dogs, die werden etwas dicker und größer. Das zeige ich euch gleich. Selber backen. Ich hatte Glück beim Einkaufen. Also backe ich gescheite Hotdog-Brötchen selber. Jetzt geht's weiter mit den Würstchen. Für die Hard Bacon Dogs brauchen wir erstmal eine scharfe Soße. Die rühren wir mal zusammen. Ich nehme 3 Teelöffel Dijon-Senf und dann einen Teelöffel Meerrettich. Nehmt da den naturscharfen, nicht den Sahnemeerrettich. Der wird gut sein. Und zu guter Letzt ein wenig von eurer liebsten scharfen Soße. Ich habe jetzt hier eine Crazy Bastard Soße. Ihr könnt aber sonst auch Tabasco oder Sriracha oder sowas nehmen. Das Rezept ist ein bisschen was für Hitzköpfe. Schön was rein und dann ordentlich durchrühren. Kurz mal probieren. Ja. Ich mache heute 2 Hard Bacon Dogs, deshalb brauche ich 4 Würstchen. Die Würstchen schneidet ihr der Länge nach auf, nicht ganz bis unten durch. Dass das Ganze dann so aufklappbar ist. Dann schnappe ich mir einen Pinsel und pinsel die an der Schnittfläche schön ein. Dass da jetzt außen auch was dran ist, ist überhaupt nicht schlimm. Und dann schiebt ihr die Würstchen jeweils 2 ineinander. Dass die dann ungefähr so miteinander verheiratet sind. Dann schnappt ihr euch ein paar Baconscheiben und wickelt die da schön drum. Schön stramm. Und wenn es fertig ist, sieht es dann so aus. Wie angedroht backe ich noch Hotdog-Brötchen selber. Das zeige ich euch jetzt nicht. Das könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, da oben unter dem i in einem Video angucken, was ich schon mal gemacht habe. Wenn die fertig gebacken sind, dann geht's raus an den Grill. So, der Grill ist heiß. Indirektes Setup. Das heißt Kohlekörbe nur an einer Seite. Eine Temperatur von 135 Grad Celsius. Geht damit nicht bedeutend höher, denn der Bacon, der soll sich schön langsam zusammenziehen um die Würstchen. Wenn ihr zu heiß werdet, dann lauft ihr Gefahr, dass euch die Dinger hochgehen. Das wollen wir nicht. Jetzt lege ich die Würstchen indirekt auf den Grill. Deckel zu. Bei der Temperatur gehe ich davon aus, dass das ungefähr 40 Minuten dauert, bis der Bacon sich schön zusammengezogen hat und knusprig ist. Ja, normale Hotdogs gehen schneller. Aber diese Hard Bacon Dogs, die sind der Knaller. Das Warten lohnt sich. So, jetzt hat es doch gut 50 Minuten gedauert. Mal gucken.
So gefallen die mir. Wenn ihr den Bacon noch knuspriger haben wollt, müsst ihr länger warten. Und wie vielleicht einigen auffällt, ich habe hier jetzt so lustige Edelstahlbleche eingehakt. Das sind Doggy Roasts. Die benutze ich gleich, um die Hotdog-Brötchen anzurösten. Braucht man die? Nein, braucht man nicht. Aus irgendeinem Grund habe ich mir die mal vor einiger Zeit gekauft und ich will die jetzt heute endlich mal zum ersten Mal benutzen. Ich habe schon mal genascht, der Bacon ist knusprig. Also die Hotdog-Brötchen einfach auf diese Roasts oder, wenn ihr die nicht habt, einfach so anrüsten. Deckel zu, 2 Minuten warten. Wenn die Brötchen vernünftig angeröstet sind, dann geht's weiter. Garniert euren Hotdog so, wie es am liebsten mögt. Ich starte jetzt erstmal mit ein wenig Mayonnaise. Dann kommen die Würstchen da rein. Noch ein wenig von dem scharfen Senf. Dann nehme ich hier jetzt ein wenig Sauerkraut. Ich nehme jetzt in diesem Fall noch ein wenig Ketchup. Dann nehme ich ein paar Röstzwiebeln. Ein paar Gurkenscheiben. Und ich nehme jetzt noch ein paar eingelegte Jalapenos. Belegt das so, wie ihr mögt, wie gesagt. Und jetzt Zeit zu essen. Hard Bacon Dogs vom Grill. Die sind lecker, aber sowas von. Hotdogs an sich sind ja eine feine Sache, aber Hard Bacon Dogs sind echt super. Sind auch gar nicht so scharf, wie man es vermuten mag. Natürlich ist Schärfe da und ich habe auch noch Jalapenos draufgelegt, aber hoho. Wie gesagt, belegt das so, wie ihr gerne mögt. Bei mir jetzt mit dem Sauerkraut, das ist schon eine echt feine Sache. Mit den Röstzwiebeln, den knusprigen Bacon, die Schärfe, die ein wenig unterschwellig ist, total lecker. Also wenn ihr Hotdogs mögt, dann wagt euch doch mal an Hard Bacon Dogs. Die dauern ein wenig länger, aber es lohnt sich. Ich kann das Ganze wirklich nur empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und ganz besonders über ein Abo. Kommentare könnt ihr mir gerne unten hinterlassen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Grumpy Griller Barbecue Lakchorik. Bis dann. Shut up and sit down.